Die von der FDP angestoßene Diskussion über eine Abschaffung des Entwicklungsministeriums dauert weiter an. Wie in allen anderen Staaten der EU und der G7 solle das Entwicklungsministerium von SPD-Ministerin Svenja Schulze kein eigenständiges Ressort mehr sein, sondern als Instrument der Außenpolitik verstanden werden. Das fordert eben die FDP. Und zugleich sollten die Ausgaben einer kritischen Inventur unterzogen werden. SPD und Grüne sprechen von einer Sommerlochdebatte. Die FDP habe im Koalitionsvertrag der Ressortaufteilung zugestimmt. Hilfsorganisationen sprechen von dem Versuch, Politikbereiche abzuräumen, die den Liberalen nicht ins Weltbild passen. Die FDP hatte schon früher Wahlkampf mit der Idee gemacht, dieses Ministerium abzuschaffen. Da wollen wir nachfragen bei Achim Unser in Berlin. Ja, also Achim, die FDP zündet ja quasi so ein Feuerwerk von Einsparideen, umstritten allesamt. Zunächst beim Bürgergeld und jetzt auch mit einer pauschalen Haushaltskürzung oder der Abschaffung eben des Entwicklungsministeriums. Also hat eigentlich auch nur einer dieser Vorschläge eine tatsächliche Chance, dann auch verwirklicht zu werden? Naja, fangen wir mal mit dem Bürgergeld an. Da hat ja die FDP gesagt vor 2 Tagen, die bekommen alle zu viel Bürgergeld, die Bürgergeldbezieher, weil wir davon ausgegangen sind, dass die Inflation höher ist. Deswegen hat man die Erhöhung entsprechend da angepasst und jetzt sei das alles zu hoch. Jetzt müsste man wieder theoretisch jeden Bürgergeldempfänger 14 bis 20 Euro abziehen. Kann man sagen, das erledigt sich sowieso nächstes Jahr, weil ist bereits eine Nullrunde beim Bürgergeld für 2025 angekündigt und dann hat man das eigentlich auch schon wieder eingeholt. Die SPD wird sich da es nicht mit ihrer eigentlichen Zielgruppe vermasseln und da tatsächlich zustimmen. Insofern keine Chance. Diese 1,5% Kürzung, das ist so eine Art globale Minderausgabe, das gibt es in jedem Haushalt, das ist da eigentlich schon fest angelegt, wird dann gezogen oder nicht und das könnte sein, dass man das jetzt macht, aber das hat natürlich immer den Nachteil, dass dann die einzelnen Ressorts meistens bei den Investitionen, die sie geplant haben, kürzen und Investitionen sind ja in der aktuellen Wirtschaftslage relativ notwendig und dringend. Insofern auch keine so gute Idee und das Entwicklungshilfeministerium, die Abschaffung, ja, Tatjana hat es ja schon gesagt, 2009 hat das damals der damalige FDP-Generalsekretär Dirk Niebel im Wahlkampf laut gefordert und danach, als es an die Postenverteilung ging und es keinen mehr für ihn gegeben hätte, da wurde Dirk Niebel am Ende dann FDP-Entwicklungshilfeminister. Insofern ist das auch eine Idee, glaube ich, die, keine Chancen hat. Achim, manch einer, wenn er auf das Agieren der FDP in diesen Tagen schaut, hat das Gefühl, die machen einen auf Opposition innerhalb der Regierung. Was versprechen sich die Liberalen davon? Ja, die FDP hat solche Vorschläge und die könnten im luftleeren Raum tatsächlich in gewisser Weise sinnvoll sein, wenn es ums Sparen geht. Aber ich meine, die FDP macht das in der Politik. Sie ist in der Ampel, die sowieso, sage ich mal, sehr widersprüchliche Ziele hat. Und insofern kann man eigentlich nur davon ausgehen, weil sie hat da keine Chance auf Durchsetzung, kann man nur davon ausgehen, die FDP macht das wegen den anstehenden Landtagswahlkämpfen, um sich einfach zu profilieren. Und da muss man nur mal zum Beispiel nach Thüringen schauen. Da läuft die FDP in den aktuellen Umfragen unter sonstige Parteien. Also die 5%-Hürde meilenweit entfernt. Und insofern kann man sagen, Panik ist da in gewisser Weise auch der Vater von solchen Plänen. Und einer der jüngsten Pläne ist ja auch mehr Autoverkehr wieder in den Städten. Und wenn da der ADAC selbst nicht dafür ist, dann kann man mal sehen, dass die FDP momentan wirklich blank zieht bei ihren Vorschlägen. Tja, Panik ist halt auch immer ein schlechter Ratgeber. Achim, Dankeschön. Danke.